Herzlich willkommen zum heutigen Lichtimpuls-Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Stell dir vor, in der Nacht träumst du. Du träumst sehr lebendig. Du bist in einer Landschaft zu Hause mit Bäumen, Straßen, mit Städten. Du triffst lauter Menschen, die du kennst und nicht kennst. Sie sind angezogen, sie laufen herum, sie folgen ihren eigenen verschiedenen Geschichten. Du fährst Auto, du fährst Boot, du bist also vivid, also sozusagen vollkommen lebendig in einer Welt, wo alles vorhanden ist, vergleichbar mit dem in der physischen Welt. Hast du schon mal in deinem Leben so geträumt? Richtig lebendig, vielfältig. Dann sind auch Dinge vielleicht passiert, die du noch nicht im Physischen hast machen können. Zum Beispiel bist du abgehoben vom Boden und konntest plötzlich fliegen oder lauter solche Geschichten. Kennst du diese Träume? Hast du schon mal geträumt in deinem Leben? Es ist alles vorhanden, wie im physischen Leben, oder? Genau so, wie wenn ich dir sage, das, was du dort träumst, geht alles von dir aus. Es findet in dir statt. Oder willst du das anfechten? Es sind deine Bilder, es ist in dir, deine Art und Weise, wie du Dinge verarbeitest. Es ist alles in dir, oder? Wir haben uns verstanden. Es ist nicht getrennt von dir. Die Personen wirken zwar eigenständig, aber sie sind von dir erschaffen, oder? Genau so und nicht anders erschaffst du auch deine sogenannte physische Realität aus der Perspektive deines unsterblichen Wesens. Genauso. Denn du als vollkommenes Einheitsbewusstsein, was alles ist, erschaffst dir ein zweites Bewusstsein. Und das nennen wir Mensch auf der Erde in einem Körper. Was unabhängig von dir, dadurch, dass du dich damit identifizierst, fühlen, erleben, glauben, erfahren kann. Und wenn jetzt dieses zweite Bewusstsein, was du erschaffen hast, vergessen hat, dass es eigentlich von dir erschaffen wurde und du derjenige bist, der es erschaffen hat und alles vergessen hat, wo es herkommt, dann kann dieses zweite Bewusstsein in einer unglaublich dramatischen Erfahrung im Leben unterwegs sein. Das ist genauso, wie ich immer wieder sage, wie beim Computerspiel, wenn ich eine Rolle habe, einen Avatar, der dort spielt. Und wenn der Avatar, wenn ich in den Bewusstsein des Avatars gehe und vergesse, dass da ein Spieler ist und ich bin mitten in den dramatischen Situationen drin und ich vergesse, dass ich eigentlich eigentlich alles in der Hand habe, dann kann der Avatar im Computerspiel genauso dramatische Dinge erleben, wie vielleicht wir als Menschen, wenn wir vergessen haben, wer wir sind. Wir denken dann, wir wären endlich. Wir wären geboren und wir würden so lange leben, bis wir sterben und dann sind wir futsch. Finito. Aber in Wirklichkeit, von einer höheren Perspektive heraus, träumt das vollkommene Bewusstsein, was du wirklich bist. Diese zweite Person, die Person, die du als Rolle spielst, der Avatar im Computerspiel, träumt die und erfährt träumend das, was wir hier Erdenspiel nennen.
Wir träumen. Und das, was diese Person, die du bist, die ich bin, hier auf der Erde, in sich trägt und glaubt, reflektiert sich ihr im Außen. Ein Traum im Traum. Es funktioniert genau gleich wie in der Nacht, wenn wir Träume lebendig träumen. So wie wir in dem Traum in der Nacht jede Person sind, der wir begegnen, jeder Gegenstand, jede Landschaft, so sind wir in Wirklichkeit auch jeder Mensch, jedes Ereignis, jeder Baum, jeder Stein, alles, was uns begegnet, weil alles urständet in unserem Bewusstsein und manifestiert sich offensichtlich als eine physische Realität um uns herum, die wir nur so wahrnehmen können, weil wir einen Körper mit 5 Sinnen haben, der gelernt hat, dass wenn sich etwas so und so anfühlt, das so und so ist und damit fest ist. Und wenn ich das sehe, dann ist das so mit unseren physischen Augen. Aber in dem Moment, wo ich das Physische nicht verwende, zum Beispiel den 6. Sinn, meine Intuition verwende, dann kann ich ja schon zu nicht physischen Gegenständen gehen. Oder ich kann hier am Ort sitzen und ich kann zu meinem Auto gehen, was 1 Kilometer entfernt geparkt ist, und ich kann dort von innen sehen, dass da jetzt gerade jemand auf das Auto raufschaut oder was da passiert. Das ist, wenn ich die Intuition als 6. Sinn verwenden kann. Und da kommt schon der Übergang, dass ich merke, okay, hier kann ich schon erfahren, dass ich das überhaupt kann. Es hängt damit zusammen, weil es nicht in Wirklichkeit, wie wir gelernt haben, außen ist, sondern in Wirklichkeit innen ist. Weil wenn ich dich frage, in deinem Traum, ist da irgendetwas außen? In deinem physischen Traum in der Nacht, der sehr lebendig ist, findet da irgendetwas? Nein, da findet nichts statt draußen. Und du hast gar keine Ahnung, wie wahnsinnig lebendig man träumen kann. Bis in alle Details. Genauso, wie wir alle Details, Perspektive und all diese ganzen Geschichten tatsächlich aus unserer vollkommenen Perspektive träumen, was wir Realität nennen. Was hier, wenn das in uns anfängt aufzuwachen, in die Hand bekommen, ist gigantisch. Weil wenn wir wirklich in der Realität merken, und ich lebe das und ich habe so viele Erfahrungen gemacht, so viele Dinge habe ich gemacht, die nicht gehen und die unmöglich sind, die kein Mensch machen kann, nur weil ich meiner inneren Stimme vertraut habe, meine innere Stimme mir die Wege gezeigt hat, die außerhalb der 5 Sinne stattfinden. Und dann gingen unglaubliche Dinge und ich habe unglaublich mein Leben verändert und gewandelt und Unmöglichkeiten möglich gemacht. Also ich habe die Erfahrung, ich rede nicht irgendwas daher. Es ist meine Realität und mein Leben konnte ich dadurch in die Hand nehmen und so wandeln, wie ich es wirklich haben wollte. Und heute kann ich einfach nur in Dankbarkeit baden, weil ich im puren Paradies lebe. Und zwar auf allen Ebenen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wunderbar das ist, wenn wir das erkennen. Und das ist genau der Punkt, wenn du erkennst, nichts von dem, was wir gelernt haben, ist Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass wir alles sind, der Spieler, das Spielfeld, die Figur, die da drinnen wahrnimmt und alles, was uns begegnet, bekommen wir eben den Meisterschlüssel in unsere Hand, mit dem wir anfangen können, nicht nur unsere Träume zu realisieren, bewusst und nicht unbewusst, ja, sondern wirklich all das in unserem Leben zu wandeln, was wir wirklich sehen wollen. Wenn ich dich frage, möchtest du Krieg erfahren?
Nein, willst du nicht, oder? Von wem bist du abhängig, wenn du das als Realität ankennst? Von irgendjemandem von außen? Von Amerika, von irgendwelchen Regierungsleuten, von irgendjemandem in deinem Außen? Nein, niemals. Du bist von dir abhängig. Was glaubst du? Solange du natürlich glaubst, der und der und der und der ist dran schuld und der macht das und ich kann nichts tun, dann ist genau das deine Realität, die du damit erschaffst. Aber du musst nicht dranbleiben an diesem Punkt. Du kannst ihn wandeln. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich das wandeln soll, komme zu mir in meinen aktuellen Kurs, die neue Zeit, die Zeichen der neuen Zeit. Und du bekommst alle Mittel in die Hand auf Spendenbasis, die du jetzt brauchst, um das in dir zu aktivieren, wie du das von innen wandelst. Du bist es, der die neue Erde installiert auf der Erde. In deinem Universum. Du bist das Zentrum deines Universums. Du bist nicht nur die Sonne, die Sonnenstürme, die du erfährst, die sind dein eigenes Wesen, was sich beginnt zu erinnern, wer du bist. Du bist auch die Zentralsonne in deinem ganzen Universum. Wir begegnen verschiedenen Bewusstseinsstufen von uns selbst im Außen. Den Dingen, die wir vor 20 Jahren geglaubt haben, in Menschen, die Dinge, die noch nicht in der Zukunft realisiert sind, vielleicht in Menschen, die für unser Verständnis weiter sind wie wir selber, sind nichts anderes als eine eigene Zukunftsversion von dir selber. Und Zukunft und Vergangenheit ist auch nicht Wirklichkeit. Das ist nur für den Verstand ein lineares Wahrnehmen. In Wirklichkeit sind das einfach nur verschiedene Aspekte in deiner Traumwelt. Du bist das großartigste Wesen, was dir bisher in deinem Leben begegnet ist. Und wenn du es nur von ihm gehört hast, genauso wie das Abscheulichste, was dir begegnet ist. Alles sind Aspekte deines Bewusstseins zu verschiedenen Zeiten. In Wirklichkeit ist nur einer inkarniert, nämlich du. In deinem Universum, ich in meinem Universum. Multidimensionalität ist, dass ich bin und ich gleichzeitig du bin. Insofern frage ich dich, wovor hast du Angst? Vor deinem alten Glauben? Lässt sich Glauben wandeln? Lassen sich Gedanken wandeln? Gefühle wandeln? Oh ja. Was wächst im Leben? Die Sonne lässt auf der Erde die Dinge wachsen. In dir ist es dein Bewusstsein, dein Fokus. Wenn du deinen Fokus in dir auf das richtest und das fokussiert, was dir Freude bereitet und wofür du dankbar bist, wird das wachsen. Erfahr das heute, geh in die Stadt und sage, ich möchte heute rote Jacken sehen. Und dann schreibe mir unten in die Kommentare vom Video, wie viele rote Jacken du heute gesehen hast in der Stadt. Du wirst so viele rote Jacken und auf einmal trägt jeder rote Jacke. Sehen. Genauso funktioniert das alles mit allem im Leben. Was ich fokussiere, wächst. Ich kann mir eigentlich nicht erlauben, das zu fokussieren, was ich nicht haben will. Weil ich gebe mein Sonnenlicht auf das, was ich nicht haben will.
wenn ich es fokussiere. Wenn ich also Angst fokussiere, wenn ich auf anderen herumhacke, wenn ich negativ denke, dann lasse ich das alles wachsen. Und wenn ich mich jetzt entscheide, meinen Fokus auf das zu richten, wofür ich dankbar bin, wächst das. Wofür entscheidest du dich? Es gibt kein Außen. Genauso wenig wie dein Traum eine Angelegenheit im Außen ist, in der Nacht. Alles findet in dir statt, nur dieses fantastische Instrument Körper lässt dich das als ob im Außen erfahren. Ohne den, und du kannst durchgängig durchschauen, welche Nahtoderfahrung du dir auch anschauen willst, ohne den Körper kannst du diese sogenannte physische Realität nicht so wahrnehmen. Du kannst dich in Bildern erinnern an die physische Realität, aber du nimmst sie in Energie wahr. Und in dem Moment, wo ich alles in der physischen Realität in Energie wahrnehme, verschwindet feste Materie und alles ist beweglich, aber in Wirklichkeit kann auch nichts sterben oder gehen. Die tatsächliche Falle von allem, was schwierig ist im Leben, ist, dass wir denken, das Außen und unser Leben wäre eine getrennte Angelegenheit von uns. Derweil in Wirklichkeit können wir in jeder Situation nur und ausschließlich uns selbst begegnen. Immer und durchgängig. Und das ist gigantisch. Denn dann beginnen wir zu sehen, die Liebe, die wir suchen, ist eigentlich schon in jedem Moment da. In größter Form. Und will uns ausschließlich daran erinnern, wer wir wirklich sind. Wenn du fühlst, dieses Video muss die Welt sehen, verteile es sehr gerne weiter. Ich freue mich sehr über deinen Daumen hoch und ich freue mich sehr, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, wo du gerade selber in deinem Leben stehst, was dieses Video mit dir bewirkt. So wie immer wieder, wenn du mir zuhörst, sind nicht meine Worte das Entscheidende, sondern das tatsächlich Wesentliche ist, dass hier eine Energieübertragung auf Zellebene stattfindet und hier tief in dir dich beginnt, an dich wieder zu erinnern. Sonst kannst du mir nicht zuhören. Danke, dass du da bist. Es ist für mich wunderschön, dass du ein Teil von mir bist. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal und lass von dir hören. Und komm in meine Telegram-Gruppe, das ist sehr lebendig dort. Ich freue mich, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal.